Sie kam aus einem kleinen deutschen Fürstentum ins mächtige Russland und ergriff dort die Macht. Sie wurde zur russischen Zarin, führte Kriege, liebte leidenschaftlich und machte Russland groß. Im Jahr 1744 reiste die spätere Katharina die Große nach Russland. Damals war sie noch die junge deutsche Prinzessin Sophie Friederike Augusta von Anhalt-Zerbst. Die Zarin hatte Sophies Mutter gebeten, ihre Tochter nach St. Petersburg zu bringen. Elisabeth suchte eine Braut für ihren Neffen, um die Thronfolge zu sichern. Peter war Großherzog von Holstein, ein weiterer deutscher Kleinstaat. Früh verwaist, streng erzogen, kränklich. Er sollte Zar werden, doch geistig und emotional war er zurückgeblieben. Er ließ die Vorbereitung auf seine Regentschaft schleifen. Katharina berichtete später: In seinen ersten Tagen bemühte er sich sehr, mich zu beeindrucken. Ich bemerkte und verstand, dass er sich wenig um die Nation kümmerte, die er eines Tages regieren würde, und dass er noch sehr kindlich war. Meine Soldaten. Peter bewunderte Friedrich den Großen und stellte Schlachten mit Spielzeugsoldaten nach. Für Studien oder Staatskunde hatte er wenig Sinn. Er verachtete die Russen und schätzte selbst Sophie, die Deutsche, kaum. Respektvoll blieb ich still und hörte zu, schreibt sie. So gewann sie sein Vertrauen. Er gestand, er liebe eine Hofdame, füge sich aber der Tante. Sophie wollte Peter dennoch heiraten, aber vor allem die Zarin überzeugen. Sie gewann die Kirche, trat ursprünglich Protestantin zum orthodoxen Glauben über. Ich war 4 Monate im Land und legte das Glaubensbekenntnis auf Russisch vor dem gesamten Hof ab. Sie erhielt den russischen Namen Katharina Alexejewna. 21. August 1745, die Hochzeit. Ein Triumph der Inszenierung, Diamanten, Uniformen, endlose Zeremonie. Die Braut spielte ihre Rolle. Perfekt. Und die folgende Nacht? Statt Nähe, Leere. Peter trank, Katharina wartete. Und das war's. Die Ehe blieb unvollzogen. Was folgte, waren Jahre ohne Zuneigung. Peters Welt wurde bizarr. Er hielt Kriegsgerichte gegen Ratten ab, die seine Spielzeugsoldaten angegriffen hatten. Katharina sollte Wache stehen vor seiner Tür. Nur mein großer Wunsch nach der Krone hielt mich aufrecht, sagte sie später. Liebe nicht. Ehrgeiz hielt sie im Palast. Katharina zog sich nach innen zurück und bildete sich. Zinnsoldaten, preußische Uniformen, Spott über Russen. 1750 begann er noch eine Affäre. Die Entfremdung wurde immer größer. Voltaire, englische Verfassungslehre, römische Geschichte, ja das ganze Werk Voltaires zu lesen, erfordert Ausdauer. Sie hatte sie. Bildung wurde ihre Waffe. Und doch war sie isoliert, ohne Mutter, ohne Freunde, ohne Ehemann, aber mit Büchern. In einem Hof der kaum Gebildeten wurde sie gelehrt. Nun 7 Jahre kinderlos. Elisabeth wurde hart. Kontakte zu Katharina wurden gekappt. Briefe zensiert. Druck und eine Entscheidung, die alles ändern sollte. Katharina begriff, wer keinen Schutz hat, der schafft sich einen eigenen. Sergei Saltikow, schön, charmant, aufmerksam, das Gegenteil von Peter. Ihre Hofdame ließ durchblicken, die Dynastie braucht einen Erben, komme er, woher er wolle. Nach 9 Ehejahren gebar Katharina einen Jungen. Elisabeth nahm ihn sofort an sich. Vaterschaft? Nebensache. Der Thron war gesichert. Saltikow wurde elegant außer Landes geschickt. In dieser Zeit der Einsamkeit fand Katharina einen neuen Mentor, den englischen Botschafter Charles Henry Williams. Williams war nicht nur Diplomat, sondern auch ein Mann, der Katharinas Potenzial erkannte. Sie gewann ein intensives Bild von Westeuropa durch diese Beziehung. Der Botschafter stärkte auch Katharinas Hunger nach Macht und sah in ihr eine zukünftige Verbündete seines Landes.
Katharina wies die Zuneigung des Diplomaten zurück. Sie war klug genug zu erkennen, dass eine Liebesaffäre mit einem ausländischen Botschafter politischer Selbstmord gewesen wäre. Obwohl sie einander keine Liebesbriefe schrieben, war die Korrespondenz sehr emotional. Williams lieh Katharina die damals enorme Summe von 100.000 Pfund. Ein gefährliches Geschäft. Stanisław Poniatowski, Williams Sekretär, ein polnischer Graf, klug, gebildet, ebenbürtig. Die wohl glücklichste Beziehung ihres Lebens und zugleich politisch heikel. Heimliche Briefe, diskrete Boten. 1756 begann der Siebenjährige Krieg. Preußen und Großbritannien gegen Russland, Österreich, Frankreich. Williams wurde Feind und blieb doch Korrespondenzpartner. Katharina erwartete ein Kind von Poniatowski. Im Dezember 1757 gebar Katharina eine Tochter. Auch diesmal nahm die Zarin das Kind sofort weg und taufte es Anna Petrowna, ohne Katharina zu fragen. Nur 2 Jahre später starb das Mädchen. Katharina verlor nicht nur ihren Liebhaber, sondern auch ihr Kind. Zarin Elisabeth schickte ihre Armee gegen Friedrich den Großen. Russland erklärte Preußen den Krieg und damit auch dessen Verbündetem, Großbritannien. Plötzlich war der englische Botschafter Charles Henry Williams nicht mehr Katharinas Freund, sondern der Vertreter einer Feindmacht. Trotz Feindschaft zwischen Preußen und Großbritannien schrieb Katharina weiter an den englischen Botschafter Informationen über Hofstimmung und Politik. Grenzwertig, Hochverrat. Als die 100.000 Pfund des Botschafters aufgebraucht waren, bat Katharina erneut um Geld. Obwohl sie wusste, dass es sehr gefährlich war, schrieb sie: Wenn Sie können, stellen Sie eine Summe für mich bereit, so hoch wie die ich bereits erhalten habe. Wenn möglich, tun Sie dies auf eine Weise, die noch geheimer ist als beim ersten Mal. Nach dem Sieg gegen Preußen befahl General Apraxin plötzlich den Rückzug. Bestechung? Englischer Einfluss? Katharinas Briefe wurden teils abgefangen. Elisabeth ließ Katharina mitten in der Nacht vorladen. Hinter den Paravans Geheimpolizei, Höflinge, sogar Peter. Katharina warf sich zu Füßen. Schickt mich, wenn ihr wollt, nach Stettin. Demut, Psychologie, Wortkunst. Nicht sie. Peter mit seinen Preußensympathien sei das Problem. Elisabeth glaubte ihr. Katharina überlebte und gewann an Format. Allein zu siegen reicht nicht. Man braucht Verbündete. Grigori Orlow, Kriegsheld, Draufgänger, ein erstaunlich klarer Kopf. Es war Liebe und ein Kontakt zur Garde. Seine Brüder besetzten Schlüsselstellen, die Garderegimenter, Russlands wahre Königsmacher. Orlow hatte den Verstand eines Staatsmannes. Ich habe nie gesehen, dass jemand so schnell alles erfasst, was er tut. Er sieht sofort beide Seiten des Problems und die Lösungen sprudeln aus seinem Mund wie ein Wasserfall. Orlow war nicht nur schön und stark, sondern auch intelligent. Und Grigori war nicht allein. Er gehörte zu einer Familie von 5 Brüdern, die alle in der Garde dienten und großen Einfluss in ihren Regimentern hatten. Die Orlow-Brüder kontrollierten wichtige Teile der Garde, der Elitetruppe, die über das Schicksal der Zaren entschied. Ihre Unterstützung war entscheidend für jeden, der in Russland herrschen wollte. Die Zarin Elisabeth erkrankte, starb Anfang 1762. Bei der Trauer zeigte Peter keine Träne. Katharina war schwanger von Orlow und vorsichtig. Peter beendete den Krieg zugunsten Preußens, steckte russische Truppen in preußische Uniformen, begünstigte deutsche Höflinge, konfiszierte Kirchengüter. Er brüskierte alle: Adel, Armee, Kirche, Volk. Die Orlows planten mit Offizieren den Staatsstreich. Politischer Sprengstoff. Peters Plan, gegen Dänemark zu ziehen, gab den letzten Stoß. Ein öffentlicher Eklat. Peters Drohung, Katharina zu verbannen, jetzt gab es kein Zurück mehr. Ein Mitwisser des geplanten Staatsstreichs wurde verhaftet. Alexei Orlow weckte Katharina im Morgengrauen. Jetzt müssen wir zuschlagen oder wir hängen.
Katharina fuhr in die Stadt, ohne perfektes Drehbuch, aber mit Mut. Erste Station: das Ismailowski-Regiment. Sie proklamierte Peter als Gefahr für Russland und sich als Retterin. Gardeuniform, ein fester Blick, wenige Worte. Die Soldaten knieten, riefen Mütterchen. Regiment um Regiment lief über. Über 12.000 Menschen versammelten sich vor dem Winterpalast. Katharina trat auf den Balkon. Jubel, Katharina aller Russen. Disziplin statt Plünderung. Eine Revolution ohne Blut, vorerst. In weniger als 24 Stunden wurde aus Katharina die Kaiserin aller Russen. Armee, Volk, Adel standen hinter ihr. Peter war völlig überrascht von der Revolte. Er hatte die Zeichen der Zeit nicht erkannt und war unvorbereitet auf das, was geschah. 2 Tage später ließ er sich ohne Widerstand verhaften. Der Mann, der als allmächtiger Zar begonnen hatte, kapitulierte. Peters Abdankung war das Ende eines der kürzesten und katastrophalsten Regierungszeiten der russischen Geschichte. Er unterschrieb seine Abdankung und bat darum, Russland verlassen zu dürfen. St. Petersburg, Winter 1762. Katharina war nun Zarin von Russland. Doch sicher war ihre Herrschaft noch lange nicht. Der Staatsstreich war geglückt, aber die Intrigen begannen jetzt erst. Am Hof formierten sich die alten Netzwerke ihres ermordeten Mannes, einflussreiche Adlige, Generäle, Hofbeamte. Viele zweifelten an der Legitimität. Katharina stand allein als deutsche Prinzessin auf dem russischen Thron. Mit klugem Taktgefühl, politischem Instinkt und eiskaltem Kalkül begann sie, Macht zu sichern. Sie belohnte, drohte, verhandelte. Sie war keine Träumerin, sondern Strategin. Und sie wusste um die größte Gefahr für ihre Herrschaft. Iwan VI., der einstige Kinderzar, lebte noch, gefangen in der Festung Schlüsselburg. Er war der letzte rechtmäßige Zar und ein perfektes Werkzeug für jeden Gegner, der Katharina stürzen wollte. Seit über 20 Jahren hielt man ihn versteckt. Katharina entschied, ihn mit eigenen Augen zu sehen. Schlüsselburg 1764. Die Zarin betrat die düstere Festung. Und was sie dort sah, ließ sie erschaudern. Iwan war kein Wahnsinniger, kein gebrochener Mann. Er war bei klarem Verstand. Und er erkannte sie sofort. Er sprach nicht viel, aber er wusste, wer er war und dass er der rechtmäßige Herrscher ist. Katharina verließ die Festung und die Entscheidung war gefallen. Heimlich, still, ohne öffentliches Aufsehen. Sein Grab ist bis heute unbekannt. Grigori Orlow, Soldat, Draufgänger, Held des Staatsstreichs. Er hatte Katharina zur Macht verholfen und sie hatte ihn geliebt. Doch mit den Jahren wurde die Beziehung zur Last. Bereits 1762 bekam sie einen Sohn, Alexei. Doch auch das Band des gemeinsamen Kindes hielt sie nicht mehr. Sie wartete nur noch auf den richtigen Moment, sich zu lösen. Dann kam Potemkin, Grigori Alexandrowitsch, Gardeoffizier, klug, belesen, charmant. Er sprach Griechisch, Latein und Katharinas Sprache. Man redete, man munkelte und man hatte recht. Die beiden heirateten heimlich. Eine offizielle Ehe kam nicht in Frage. Sie hätte ihre Macht geteilt. Und das tat Katharina mit niemandem. Was sie jedoch miteinander teilten, war einzigartig. Abende im Badehaus, Gespräche, Gelächter, Pläne. Eine leidenschaftliche Verbindung, körperlich wie politisch. 1775 brachte Katharina eine Tochter zur Welt, Elisaweta, Potemkins Kind. Doch die Öffentlichkeit erfuhr nichts davon. Das Mädchen wuchs verborgen auf unter dem Schutz der Zarin. Für Katharina war eines klar: Wer Großmacht sein will, muss Grenzen verschieben. Zar Peter der Große hatte Russland den Zugang zur Ostsee erkämpft. Jetzt wollte Katharina den Süden erobern, das Schwarze Meer, die Krim, vielleicht sogar Konstantinopel.
1768, das Osmanische Reich erklärte Russland den Krieg. Katharina schmiedete Allianzen, betrieb Diplomatie und entsandte ihre Truppen. Grigori Orlow und später Potemkin übernahmen das Kommando. Für Katharina war es mehr als ein Feldzug. Ihr Plan war kühn: die Krim besetzen, den osmanischen Einfluss zurückdrängen und ein Neurussland schaffen, eine blühende Provinz im Süden. Ein Schatten fiel über das Zarenreich, nicht aus dem Westen, sondern aus dem eigenen Land. 1773 an der Wolga erhob sich das Volk. Emelian Pugatschow, ein Kosake, erklärte sich zum Zar Peter III. Der Aufstand wurde zur größten Revolte der russischen Geschichte bis zur Revolution von 1917. Leibeigene Kosaken, Bauern, religiöse Minderheiten, sie alle folgten dem falschen Zaren. Ein Krieg von unten, gegen das System, gegen den Adel, gegen die Zaren. Katharina war erschüttert. Der Albtraum, von dem sie sich am meisten gefürchtet hatte, wurde Wirklichkeit. Sie wusste, jetzt ging es nicht mehr nur um Aufklärung, sondern ums nackte Überleben ihrer Herrschaft. Während Europa im Umbruch war, erreichte Katharina eine Nachricht, die alles veränderte. Grigori Potemkin, ihr engster Vertrauter, ihre große Liebe, lag im Sterben. »Ich sorge mich furchtbar um eure Gesundheit«, schrieb sie. »Ihr gehört dem Staat, ihr gehört mir.« Potemkin, geschwächt, antwortete mit letzten Worten voller Hingabe. »O Matuschka, wie krank ich bin. Ich flehe den Allmächtigen an, über eure Gesundheit zu wachen.« Es war mehr als Politik. Es war das letzte Aufbäumen einer Liebe, die Krieg, Macht, Trennung und Intrigen überlebt hatte. 1791 starb Potemkin auf einer Inspektionsreise auf der Krim. In der Hand Katharinas letzter Brief. Mit ihm verlor sie nicht nur einen Mann, sondern den einzigen Menschen, der sie zugleich als Frau und Herrscherin verstand. Seine beste Eigenschaft war Mut, des Herzens und des Geistes, schrieb sie. Das war das Ende einer einzigartigen Partnerschaft, eine heimliche Ehe, die in eine lebenslange Allianz überging und ein Wendepunkt für Katharina. Von nun an war sie allein. Die psychische Belastung griff ihren Körper an. Katharina wurde müde, kränklich, schwermütig. Und da war noch etwas. Ihr Sohn, Paul, der Thronfolger, den sie nie liebte, dem sie nie vertraute und der nun ihr Erbe antreten sollte. Sie fürchtete, dass er alles zunichte machen würde, dass er Russland zurück ins Dunkel führen könnte, und sie konnte ihn nicht mehr aufhalten. 17. November 1796, ein Tag wie jeder andere. Katharina steht früh auf, macht sich ihren Tee, arbeitet. Am Nachmittag ein Schlaganfall. Sie bricht im Bad zusammen. Die mächtigste Frau Europas. Niemand hatte mit einem so plötzlichen Ende gerechnet. Paul I. wurde Zar, ein Mann, den Katharina weder schätzte noch liebte. Was von ihr bleibt, fasste sie selbst in ihrer Grabinschrift zusammen. Sie wollte ihrem Mann, der Zarin und dem Volk gefallen. Sie las viele Bücher, sie hasste niemanden, hatte ein gutes Herz und Freunde. Doch was wurde aus ihren Kindern? 4 Kinder brachte Katharina zur Welt. Keines davon stammte wahrscheinlich von ihrem Ehemann Peter III. Und doch erkannte er den Erstgeborenen an, Paul, als Thronfolger. Paul I., geboren 1754, ein schwieriges Kind, ein ungeliebter Sohn, doch am Ende der einzige offizielle Erbe. Nach Katharinas Tod bestieg er den Thron, doch seine Regentschaft war kurz und endete tragisch. Er führte unpopuläre Reformen ein, entmachtete Adlige und wurde schließlich im Jahr 1801 ermordet von Offizieren. Ein Staatsstreich mitten in der Nacht. Offiziell starb Paul im Schlaf. Die Wahrheit kam erst 50 Jahre später ans Licht.
Anna Petrowna, geboren 1757, starb mit kaum 2 Jahren. Ein kurzes Leben. Es gibt kaum Spuren in den Archiven. Ein stilles Kapitel. Alexei, geboren 1762, wahrscheinlich aus der Affäre mit Grigori Orlow. Er wuchs im Schatten auf, fern der Öffentlichkeit, ohne Titel, ohne Anspruch. Ein Kind, das politisch nie existieren durfte. Jelisaweta, geboren 1775, die heimliche Tochter von Katharina und Potemkin. Auch sie wurde versteckt, ihre Herkunft verschwiegen. Nur wenige wussten von ihrer Existenz. Katharina ließ sie in Sicherheit aufziehen, fernab vom Hof und fern von den Intrigen der Macht. Russland war unter Katharinas Regentschaft stärker als je zuvor. Eine Großmacht, ein Imperium. Katharina II., die letzte große Herrscherin Europas, zwischen Licht und Schatten. Und bis heute eine der faszinierendsten Frauen der Weltgeschichte.